Hallo ihr lieben Schützen, wir schauen, was ich euch heute weitergeben darf für euren neuen Monat, für das Kollektiv der Schützen. Es geht um Nachrichtenaustausch, Konversation, Kommunikation und ich sehe einen fruchtbaren Austausch, der euch irgendwie weiterbringt oder auch die Richtung wechseln lässt. Hier ist praktisch so eine Nachricht, die löst aus, dass man endlich ein Go kriegt und es geht im Prinzip auch um uns. Ich bin Aszendentschütze, um das annehmende Prinzip, um unseren Weg. Es können ja auch Nachrichten vom Ausland sein oder von weiter weg. Jedenfalls lösen diese Nachrichten etwas aus, das persönlich nur uns betrifft und irgendetwas in den Flow bringt. Hier kann das Thema Arbeit eins sein. Weiterkommen im Bereich der Berufung, des Arbeitsplatzes, der Arbeit an sich oder des Themas, mit was beschäftige ich mich. Das Unterbewusstsein ist hier auch schwer beschäftigt an sich. Finanzen, Arbeit sieht man hier, eventuell geht es auch schon um finanzielle Angelegenheiten aus der Vergangenheit oder man wartet hier irgendwie, dass etwas Finanzielles sich in Bewegung setzt. Man sieht hier aber auch, dass sich auf der seelischen Ebene sehr viel abgearbeitet hat oder bearbeitet hat. Ja, hier kommt die Sense. Hier lässt man etwas weg oder man verkürzt etwas, um danach irgendwie mehr draus zu machen. Gucken wir ein bisschen weiter. Hier kann es auch um eine Kurskorrektur gehen an sich. Und es ist irgendwie so, dass wir durch das, was hier liegt, sehr schnell geklärt werden. Es kann auch darum gehen, eine finanziell schwierigere Zeit in der Vergangenheit zu lassen. Und hier kommt die Erkenntnis, wie geht es? Hier ist irgendwie auch eine bestimmte Verletzung oder eine Sache, die irgendwie getroffen hat. Und es wird hier so ein bisschen wahrgenommen vom Außen, aber das Außen bringt auch viel Liebe in die Angelegenheiten hinein. Das kann jetzt sein, dass wir die Befürchtung haben, dass wir immer alles alleine stemmen müssen. Wir haben hier den Turm. Oder dass wir daran auch wachsen, dass wir uns irgendetwas beschneiden und sagen, okay, das kriege ich auch alleine hin. Und wir haben am Ende eine Sache, bei der wir uns streitbar machen, für uns einstehen. Ich würde mal sagen, das ist die Legung der großen Erkenntnisse. Die Scheuklappen werden abgelegt, man kriegt einen klaren Blick. Und es kann im weitesten Sinne darum gehen, dass wir eine Veränderung haben, die uns unabhängig macht. Was mir hier auffällt, hier geht es wirklich ausschließlich nur um uns, um das, was wir ernten wollen, um das, was uns vielleicht auch geneidet oder weggenommen werden oder geschadet werden will. Und es ist so eine Lektion, da muss man einfach durch, ne? Da darf man üben, sich selbst durchzusetzen. Man kann über Verwundungen drüber weg, indem man die Grenze auch setzt. Für mich ist die Sense immer auch die Karte der Grenze, ne, wo man sagt, so, hier ist Schluss.
jetzt die Motte, das ist sehr interessant, weil ich habe einsteils das Thema unabhängig sein, gucken, wie komme ich alleine durch oder wie bin ich so unabhängig wie möglich. Und mit der Motte haben wir hier das Thema Gebundenheit. Ja, das finde ich jetzt mega spannend, denn wir haben ja hier die Sense liegen und die Motte erinnert einfach daran, dass wir uns entfesseln, ja, dass wir etwas trennen. Das können jetzt hier alte Verbindungen, alte Verpflichtungen oder auch gar Verträge sein. Etwas möchte erlöst werden. Und es darf auch sein, dass etwas geht, was wir wirklich nicht mehr gebrauchen können. Ne? Da sind auch viele Ahnenthemen und es wird einfach Zeit, auf sich selbst zu besinnen, innezuhalten. Auch zu erkennen, wo die Energien niederer sind, ne? Wo Energiereserven angesaugt oder genagt werden. Und man darf auch überlegen, was beschäftigt einen immer wieder, obwohl es längst vorbei ist. Was braucht noch Würdigung, damit wir es verabschieden können. Im Prinzip ist es so, hier liegt die Veränderung, ne? Und die Motte sagt, dein Weg ist frei, du kannst losgehen, da ist nichts mehr, was dich hindert. Und dein eigenes Licht kann wieder strahlen und deine Zukunft erhellen. Hier kommen die Elfen mit dem Thema Verspieltheit. Das ist praktisch genau das Gegenteil von dieser schwierigen Gebundenheit. Man hat diese Energie der Leichtigkeit, auch der Unschuld, ja, wieder, an die man ja auch gebunden sein kann, an irgendwelche Schuld oder Schuldthemen, die uns aufgedrückt wurden. Das ist im Prinzip ein bisschen auch ein Pendant, ne? Das eine ist, du bist eingewoben in etwas Verletzendes oder was du noch sehr stark als Arbeit ansiehst. Andererseits ist der Weg frei und es liegt eben daran, das auch zu erkennen und diesen Weg zu gehen. So, hier haben wir Wellness. Nimm dir Zeit für dich. Sorge für dich, lass es dir gut gehen und unterm Deck haben wir noch Briefe. Manches ist besser, wenn man es aufschreibt. Möglicherweise schreibt der ein oder andere auch Tagebuch oder wir haben ja hier in der Mitte die Kommunikation, die weiterbringt, dass man auch irgendjemand mal irgendetwas sagt, was überfällig ist. Ne? So, trotz allem ist hier ein Geschenk auf dem Weg zu uns und unterm Deck haben wir noch neue Chancen und Möglichkeiten erwarten uns auf dem Weg. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.